I want to welcome you back to part 2 of our series, Finding the Truth. Ich möchte euch wieder willkommen heißen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie, wie man die Wahrheit findet. In the first part of the series, Im ersten Teil unserer Serie we looked for actual evidence that would point to a reliable source for finding truth. haben wir uns nach tatsächlichen Beweisen geschaut, die uns zeigen, wo eine echte Quelle der Wahrheit zu finden ist. And we talked about evidence from the Bible's predictions and from its health information. Und wir haben dort vor allem Beweise aus der biblischen Vorhersagen und auch aus den Gesundheitsprinzipien der Bibel gefunden. There was much more I could have shared than what I did. Man hätte noch sehr viel mehr dazu sagen können, als was ich gesagt habe. For example, the Bible forbids people to eat blood and fat. Zum Beispiel, dass die Bibel auch verbietet, dass man Blut und Fett isst. But nearly all the societies of ancient peoples thought it was great to eat blood and fat. Aber fast alle Gesellschaften in der Antike glaubten, dass es eine ganz tolle Idee sei, Blut und Fett zu essen. And only in our days have we learned the danger of arteriosclerosis and fat buildup in our body. Und erst in unserem Zeitalter haben wir die Gefahr der Arteriosklerose kennengelernt und das Fett sich in unserem Körper ansammelt. And only in our time have we learned about how the blood carries uric acid and other waste until they can be taken out of the body. Und erst in unserem Alter haben wir gelernt, wie das Blut auch bestimmte Schadstoffe mit sich trägt, die dann erst ausgeschieden werden müssen. Also, we talked about how to study the Bible. Wir haben auch darüber gesprochen, wie man die Bibel studiert. Today we're going to address a difficult question. Heute wollen wir eine schwierige Frage ansprechen. Why is it Warum that many people study this book studieren viele Menschen dieses Buch and come to such scattered conclusions? und kommen doch zu völlig unterschiedlichen Schlussfolgerungen? It almost seems to be a shame or an evidence against the reliability of the book. Das sieht fast aus wie eine Schande für dieses Buch, als ob es gegen die Vertrauenswürdigkeit des Buches sprechen würde. But I think we can find some reasonable answers to that question. Aber ich glaube, wir können einige vernünftige Antworten auf diese Frage Let's finden. review one we saw in our first part of the series. Wir wollen ganz kurz etwas wiederholen, was wir im ersten Teil angesprochen haben. None of the wicked will understand. Niemand von den Gottlosen wird verstehen. And that describes the great majority of people. Und das beschreibt tatsächlich die große Mehrheit aller Menschen. So when you look at a group of men, Wenn man also eine Gruppe von Menschen sich anschaut, you don't know which of them have immoral fantasies. dann weiß man nicht, wer von ihnen unmoralische Fantasien hat. And many of men who even love to say the Bible have troubles with pure thoughts. Und viele Menschen, die sogar die Bibel lieben und lesen, haben Probleme mit unreinen Gedanken. And it produces false conclusions in their studying. Und das produziert falsche Schlussfolgerungen in ihrem Studium. Look at 1 Corinthians chapter 11. Wir wollen mal 1. Korinther anschauen, 1. Korinther 11. 1 Corinthians 11 and verse 19. 1. Korinther 11 und dort Vers 19. It says, "For there must also be heresies among you, Es müssen ja auch Parteiungen oder im Original griechischen Häresien unter euch sein, that they which are approved may be made manifest among you." damit die Bewährten offenbar werden unter euch. In other words, it was part of God's plan that there would be a diversity of opinions about this book. Es war also teilweise auch es war ein Teil des Planes Gottes, dass es verschiedene Meinungen über dieses Buch geben würde. The false ideas serve a purpose. Die falschen Ideen dienen einem Zweck. They show who is approved by God. Sie zeigen nämlich, wer von Gott wirklich bewährt ist oder von ihm angesehen To wird. say it quite plainly, Um es ganz deutlich zu sagen, a man who's teaching falsehood ein Mensch, der falsche Lehren verbreitet, sometimes it's the result of a sin issue in his life. dann ist das zumindest manchmal das Problem ist das Problem eigentlich eine Sünde in seinem Leben. I certainly don't say it's every time. Ich möchte ganz bewusst sagen, das ist nicht jedes Mal der When we Fall. look when we look back in history, Wenn wir uns in der Geschichte zurückschauen, we find that men are very fallible. dann finden wir heraus, dass Menschen sehr fehlerhaft sind und fehlbar. Luther was a godly man. Luther war ein sehr gottesfürchtiger Mensch Zwingli was a godly man. und auch Zwingli war ein sehr gottesfürchtiger Mensch. Tyndale was a godly man. Genauso auch Tyndale. But the three of them did not agree on several important things. Aber die drei haben bei verschiedenen Themen nicht dieselbe Meinung gehabt. When you go later in history Wenn man in der Geschichte and you voranschreitet find George Whitefield, und man dann George Whitefield anschaut, he was inclined to think a bit like John Calvin.
Er hatte eigentlich so ein bisschen theologische Ansichten wie John Calvin. But John Charles Wesley thought quite differently. John Wesley, sein Kollege, war eigentlich ganz anders in seinen Ideen. Yet when you look at their stories, you can see lots of evidence that God used them to lead sinners to repentance. Wenn man ihre Geschichten aber anschaut, sieht man, dass Gott beide sehr gut gebrauchen konnte, um Sünder zur Buße zu führen. But even though it's true that godly men disagree, Obwohl es also wahr ist, dass gottesfürchtige Menschen manchmal nicht dieselbe Meinung haben, it's also true that sin problems destroy our ability to comprehend. ist es auch wahr, dass Probleme mit der Sünde unsere Fähigkeit zu verstehen zerstört. So I'm going to talk to you today about a series of tricks that the devil uses to deceive men in the Bible. Ich möchte mit euch eine Reihe von Tricks anschauen, die der Teufel benutzt hat, um Menschen zu täuschen. Look at Psalm 66. Schauen wir mal in Psalm 66. Psalm 66 and verse 18. Psalm 66 und dort Vers 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. What an interesting statement. Was für eine interessante Aussage. So you want to know truth? Du möchtest die Wahrheit kennen. You ask God to teach you? Du bittest Gott, dich zu lehren. Maybe you pray for him to please help you understand. Vielleicht bittest du und bittest immer wieder um Verständnis. Maybe you beat yourself and go into a cave and stay there for 3 weeks, Vielleicht schlägst du dich selbst und verbringst 3 Wochen in einer Höhle. pleading with God to teach you. Und du bittest Gott, dich zu lehren. Does that mean that your conclusions are infallible? Heißt das, dass deine Schlussfolgerungen unfehlbar sind? No. Nein. If you regard iniquity in your heart, Wenn du Unrecht vorhast in deinem Herzen, all of your beating yourself and humbling yourself won't do anything to make your prayer effective. all deine Selbstkasteiung und deine Selbstdemütigung bringt überhaupt nichts. Das Gebet wird dann nicht effektiv sein. God is looking for consecration. Gott schaut nach echter Herzensübergabe. So let's talk about some of the tricks. Wir wollen also einige Tricks uns anschauen. The devil is quite consistent from age to age. Der Teufel ist eigentlich relativ konsequent, so von Zeitalter zu Zeitalter. He recycles his tricks. Seine Tricks werden immer wieder neu aufgelegt. A trick that he uses on Eve in the garden, Ein Trick, der schon bei Eva im Garten Eden funktioniert hat. he can use that trick quite effectively even today. Er kann diesen Trick noch heute sehr effektiv gebrauchen. And I'm just going to name a few of these tricks that I've observed even among people that I've worked with. Und ich möchte einige dieser Tricks benennen, die ich selbst beobachtet habe bei Menschen, mit denen ich gearbeitet I habe. call one of them the baby and the bathwater trick. Einen Trick nenne ich den Baby- und das Badewasser-Trick. In the olden days, In früheren Tagen, when it was hard to make hot water, als es schwer war, heißes Wasser zu machen, the family would heat up a tub of water. da wurde das Wasser der Badewanne einmal erhitzt. Daddy would take a bath. Der Papa hat ein Bad genommen, Mom would take a bath. Mama hat das Bad genommen, The brothers and sisters would take baths. die Brüder und Schwestern haben dann gebadet. The last one to get a bath would be the baby. Der letzte, der dann dran war, war das Baby. After the baby, you dump out that water. Und nach dem Baby wurde dann das Wasser ausgeschüttet. So a proverb came into being. So kam es zu einem Sprichwort, Don't throw out the baby with the dass bathwater. man das Baby nicht mit dem Badewasser ausschütten soll. When you get rid of something that is despicable, be careful not to lose something that's precious. Wenn man etwas loswerden möchte, was absolut verachtungswürdig ist, dann sollte man aufpassen, dass man nicht gleichzeitig etwas sehr Kostbares So wegwirft. let's think about Martin Luther. Denken wir mal über Martin Luther nach. He was making a lot of progress in his Bible understanding. Er hat in seinem Bibelverständnis sehr viel Fortschritt gemacht. And then some false prophets arose right here in Germany. Und dann sind hier in Deutschland einige falsche Propheten aufgestanden. These false prophets had some very crazy ideas. Diese falschen Propheten hatten sehr verrückte Ideen. One of their worst ideas Eine ihrer schlimmsten Ideen, is that we don't need this book dass anymore. wir dieses Buch nicht mehr brauchen. They said, let's follow our impressions. Sie sagten, wir müssen unseren Impressionen folgen. But they had an interesting idea. Aber sie hatten eine interessante Idee. They said infant baptism isn't really baptism. Sie hatten gesagt, dass die Säuglingstaufe eigentlich keine echte Taufe ist. They said baptism means immersion. Denn sie sagten, die Taufe, die hat mit dem Untertauchen zu tun. Now, I'll just tell you the truth. Ich sage euch die Wahrheit. They were right about that. In diesem Punkt hatten sie absolut recht. But when Luther met them, Als Luther sie traf and he concluded that their spirit was wrong, und er schlussfolgerte, dass ihr eigentlicher Geist sehr falsch war, it was very easy for him to conclude that
that idea was wrong also. dann war es für ihn recht einfach zu schlussfolgern, dass dann auch diese Idee von der Taufe falsch war. It's a very common trick, Das ist ein sehr oft gebrauchter Trick. and I hope you won't fall for it. Und ich hoffe, ihr werdet darauf nicht If hineinfallen. you aren't thinking more critically than that, Wenn ihr nicht kritischer als das denkt, then it's very easy for Satan to trick you. dann ist es sehr einfach für den Satan, euch in das Licht zu führen. All he has to do is have an evil person tell you the truth. Alles, was man dann braucht, ist eine böse Person, die die Wahrheit sagt. You know, this happens to lots of children. Und das passiert sehr vielen Kindern. Their parents are religious. Ihre Eltern sind religiös. Their dad is very much a lover of the Bible, Der Vater liebt die Bibel sehr, but he's addicted to a violent temper. aber er ist hat ein sehr aufbrausendes Gemüt. He's angry and violent in his discipline. Er ist sehr ärgerlich und auch gewaltsam, wenn er die Kinder züchtigt. And you should just know if you're a parent. If Und you're a parent, you should wenn, know und wenn ihr Eltern seid, solltet ihr wissen, that physical discipline when you're angry dass körperliche Züchtigung, die man gibt, wenn man ärgerlich ist, plants seeds of rebellion. dass die Samen der Rebellion sät. If you believe that physical discipline is valuable, Wenn ihr glaubt, dass körperliche Züchtigung wertvoll ist, then be sure you have a grip on your own anger before you ever use such a tool. dann muss man erstmal seinen eigenen Zorn wirklich im Griff haben, bevor man so ein Mittel einsetzen möchte. So when that angry father is beating his boy, Wenn also der ärgerliche Vater sein Kind schlägt, that boy is very often tricked by the devil. wird dieses Kind jetzt sehr oft vom Satan hinters Licht He geführt. reasons like this. Es denkt jetzt folgendermaßen: My dad is evil. Mein Vater ist böse, My dad believes the book. mein Vater glaubt an dieses Buch, The book is evil. dieses Buch muss auch böse sein. But that's not rational. Aber das ist nicht rational. It's not rational that just because Hitler believes something, that something is false. Es ist ja nicht wahr, dass nur weil Hitler etwas glaubte, das automatisch auch falsch ist. If he believes apples are delicious, Wenn Hitler glaubte, dass Äpfel gut schmecken, the association of the apple with Hitler doesn't mean anything about apples. dann ist die Assoziation von Hitler mit Äpfeln hat keinerlei Aussagewert für den Wert von Äpfeln. So watch that in your Bible study. Also beim Bibelstudium sollte man dabei aufpassen. I told you I'm a Seventh-day Adventist. Ich habe euch schon gesagt, ich bin ein siebten Maybe you Tagsadventist. don't think very highly about my church. Vielleicht hast du keine hohe Meinung von meiner Kirche. That's okay. Das ist vollkommen okay. I might not think very highly about your church either. Vielleicht denke ich auch nicht besonders hoch von deiner Kirche. But if you have something to share with me, Aber wenn du etwas hast, was du mir mitteilen I möchtest, want to evaluate it on the basis of the data. dann würde ich es gern evaluieren auf der Basis dessen, was ich tatsächlich hier an Daten If it's finde. true, Wenn es wahr ist, it's true because it's in the book, dann ist es wahr, weil es im Buch ist. not because your church is teaching it. Nicht, weil es deine Gemeinde lehrt. And if what I say is true, Und wenn das, was ich sage, wahr ist, it's true because it's in the book, dann ist es wahr, weil es im Buch ist. not because my church is teaching Und it. nicht, weil meine Kirche das lehrt. We're going to have to come to a higher level of critical thinking. Wir müssen in unserem kritischen Denken wirklich einen höheren Standard einnehmen. And that leads me to a question about balance. Und das bringt mich zu einer Frage der Balance. Today, the media really downplays radical action. Heute wird durch die Medien radikales Handeln wirklich heruntergespielt. When my wife thinks about the word radical, Wenn meine Frau über das Wort radikal nachdenkt, she thinks about suicide bombers. dann denkt sie an Suizidbomber. And I don't know what you think about. Ich weiß nicht, woran du denkst, But a lot of people try to end up in the right place by balancing themselves. und viele Menschen kommen zur richtigen Schlussfolgerung, indem sie quasi sich ausbalancieren. I mean, they see extremists over on this side, Sie sehen also ein Extrem hier auf dieser Seite. and they try to stay away from that. Sie wollen von diesem Extrem fernbleiben. And then they see extremes over here, Und dann sehen sie dort Extreme. and they stay away from that. Und von denen wollen sie auch nichts They're wissen. thinking if they stay in the middle, Und sie denken dann, wenn sie in der Mitte stehen, they're going to be about right. dann sind sie doch ziemlich richtig. But that's not rational. Aber auch das ist nicht rational. If Satan wants to deceive you, Der Satan möchte euch täuschen. he can push you around just by bringing people into your presence that make you feel off center. Und der Satan kann euch einfach herumschubsen, indem er Menschen in eure Nähe bringt, die euch das Gefühl geben, dass ihr nicht in der Mitte seid. If he brings a bunch of friends into your realm that all believe in evolution, Wenn ihr eine Gruppe von Freunden in euren Bereich bringt,
die alle an Evolution glauben, you could begin to feel a little bit extreme if you believe in a literal creation. dann könntest du dich vielleicht etwas extrem fühlen, wenn du an eine wörtliche Schöpfung glaubst. Or if many people come into your presence Oder wenn viele Menschen in deine Gegenwart kommen, who say that we should only eat fruit, die sagen, man sollte nur Früchte essen, you may begin to feel a little bit extreme that you eat sometimes fish and beef. dann findest du, dass du vielleicht ein bisschen extrem bist, wenn du ab und zu Fisch und Rind isst. What I'm trying to say Was ich sagen möchte ist, is that we need something reliable. dass wir etwas wirklich Vertrauenswürdiges brauchen. The book tells us what to believe. Das Buch sagt uns, was wir glauben It sollen. tells us how to live. Es sagt uns, wie wir leben sollen. And if everybody is believing something else, Und wenn jeder andere etwas anderes glaubt, whether they're left of me or right of me, egal ob sie links oder rechts von mir sind, I need to follow the book. dann muss ich doch dem Buch folgen. I hope you understand that idea, Ich hoffe, ihr versteht diese Idee. but I want to develop it a little bit further. Ich möchte sie noch ein bisschen weiterentwickeln. Some people say, Einige Menschen sagen, it doesn't affect me that way. Go on. They say that, for example, the way that they talk doesn't really affect their thinking. Sie sagen, die Art und Weise, wie sie reden, das beeinflusst eigentlich nicht ihr Denken. The Bible warns us to guard our mouth, Die Bibel sagt ja, dass wir unseren Mund hüten sollen, not to exaggerate or cuss or swear. dass wir nicht schwören sollen und dass wir nicht fluchen sollen oder auch nicht übertreiben. And someone might say, Jemand könnte sagen, that kind of language doesn't affect me. aber wenn ich so rede, das hat ja keinen Einfluss auf mein Denken. I've heard it all my life. Ich habe das ja all mein Leben schon gehört. But how do you know what affects you? Woher weißt du eigentlich, was dich beeinflusst? I mean, many effects are slow. Viele Resultate oder Effekte sind eigentlich sehr langsam in ihrer Wirkung. The man who has a horrible diet Der Mensch, der eine wirklich schreckliche Ernährung hat, may be able to eat that horrible diet for years before he notices the effects. der kann das jahrelang essen, bevor er irgendwelche Auswirkungen spürt. In short, Um das kurz zu machen, we need the counsel God gives. wir brauchen den Ratschlag der Gottesgaben. So when God speaks to ladies, Wenn Gott also zu Frauen and He spricht tells them to wear modest clothing, und er ihnen rät, mäßige und angemessene Kleidung zu tragen, if the lady says, wenn die Frau dann sagt, that's not for me, das ist nicht für mich, I don't need to worry about that, darüber muss ich mir keine Gedanken machen, I say to her, dann sage ich ihr, how do you know? woher weißt du das? Do you know more about yourself than God does? Weißt du mehr über dich, als Gott über dich weiß? As the Creator, do we trust Him? Vertrauen wir dem Schöpfer? Well, there's something more. Es gibt noch mehr. I was in a publishing house a number of years ago, Vor einigen Jahren war ich in einem Verlagshaus and there was a philosophical thinking man that was working as a book editor there. und es gab dort einen philosophisch denkenden Menschen, der als Bucheditor arbeitete. He seemed surprised that I wasn't fat. Er war sehr überrascht, dass ich nicht fett war. He had made some observations, Er hatte einige Beobachtungen gemacht and he concluded that people like me und er glaubte, dass Leute wie ich, were typically obese. dass sie eigentlich immer übergewichtig sind. Now, I'm not going to tell you why he thought that. Ich möchte nicht darüber sprechen, warum er das gesagt It's hat. kind of silly. Es war ein bisschen albern, But I'll tell you a bit of the logic. aber ich möchte ein bisschen die Logik dahinter erklären. There were things in the Bible Es gibt Dinge in der Bibel, that he didn't really want to follow. die er eigentlich nicht wirklich, denen er nicht folgen wollte. And his idea Und seine Idee was that the people who follow it, war, dass die Menschen, die dem folgen, they do it because it's natural for them. sie tun es, weil es ihnen natürlicherweise zusagt. The reason the man eats that is because it's natural. Der Grund, warum ein Mensch das isst, ist, weil es ihm natürlich zufällt. He doesn't like good tasting food. Er mag halt einfach kein gut schmeckendes Essen. Or the reason why that man is punctual Oder der Grund, warum ein Mensch pünktlich ist, is because that's natural for him. das ist einfach, weil es ihm natürlich zufällt. He doesn't like being late. Er mag es einfach nicht spät zu sein. But do you know when you reason that way, Aber wisst ihr, wenn ihr so denkt, you belittle the influence of this book? dann verringert man den Einfluss dieses Buches. Because the book said to this man he ought to be on time. Denn das Buch hat diesem Mann gesagt, er soll pünktlich sein. And it said to that man that his body is the temple of the Holy Und er hat Spirit. jenem Mann gesagt, dass sein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. So why does that man live in a healthy way? Warum lebt dieser Mann auf eine gesunde Art und Weise?
Don't say it's because it's his inclination. Sag nicht einfach, ja, das ist eine Neigung. In all likelihood, he's resisting his internal inclination. Sehr viel wahrscheinlicher überwindet er und bekämpft seine inneren Neigungen. Give the glory to God. Gebt Gott die Ehre. Through his word, he guides men to deny themselves and live in a better way. Durch sein Wort führt er Menschen, sich selbst zu verleugnen und besser zu leben. Should you demand proof? Sollte man Beweise fordern? I've heard people illustrate the idea of faith. Ich habe Menschen sagen hören, die die Idee des Glaubens illustrieren wollten. Sometimes they illustrate faith by a leap in the dark. Manchmal illustrieren sie den Glauben als einen Sprung ins Ungewisse. You can imagine opening a door Man kann sich vorstellen, wie man eine Tür öffnet and it's perfectly pitch black in there. und es ist absolut pechschwarz da You drin. can't see, Man kann nichts sehen. but you hope for the best Man hofft für das Beste and you jump. und man springt. People say faith is like that. Und manche sagen, so ist der Glaube. It's jumping in the dark. Es ist, als ob man ins Dunkle springt. I want to say that's stupid, Ich möchte sagen, das ist ziemlich dumm. but that might not be polite. Aber das ist vielleicht nicht besonders höflich. So I'm looking for a nicer way to say it. Also überlege ich mir, wie ich es höflicher sagen könnte. I can't think of one. Es fällt mir nichts Besseres ein. That's stupid. Es ist einfach dumm. You should never leap in the dark. Man sollte niemals in das Dunkle springen. What is faith? Was ist Glaube? Faith is living in harmony with the best evidence we have. Glaube ist in Harmonie mit den besten Beweisen zu leben, die man hat. We have evidence in nature of God's power and his care for us. Wir haben in Gottes Natur die Beweise für seine Liebe und seine Macht und seine Sorge für uns. Evidence in the book of his great knowledge and concern. Wir haben Beweise in diesem Buch über sein großes Wissen und wie er für uns Sorge trägt. And when I see all this evidence, Wenn ich all diese Beweise sehe, it's not rational for me to doubt. dann ist es nicht rational, wenn man an ihm zweifelt. But if you come to me Aber wenn ihr zu mir kommt and say, prove that God exists, und ihr sagt, Beweise, dass es Gott gibt, I can't do it. ich kann das nicht tun. You know, God never intended to give us proof. Gott hat niemals eigentlich vorgehabt, uns unwiderlegbare Beweise zu geben. There's a reason. Es gibt einen Grund. He gives us enough evidence, Er gibt uns genügend Beweise, but not so much as to force our understanding. aber nicht so, dass er unser Verständnis zwingt. What would happen Was würde passieren, if angels appeared in the sky dass wenn Engel im Himmel erscheinen and began telling people all over the world that they ought to obey the Bible? und sie auf der ganzen Welt den Menschen sagen würden, dass sie der Bibel folgen müssen? Within a few hours, the whole world would be Christian. Innerhalb weniger Stunden wäre die gesamte Welt christlich. There'd be a super apparent revival. Es gäbe eine unglaubliche scheinbare Erweckung. All nations would bow to this new revelation. Alle Nationen würden sich dieser neuen Offenbarung beugen. Why doesn't God do that? Warum tut Gott das nicht? It's because he's looking for love and faith. Weil er sich vielmehr nach Glaube und Liebe sehnt. Have you seen some of those videos of humanoid robots? Habt ihr schon einige dieser Videos von humanoiden Robotern gesehen? Recently, Saudi Arabia gave citizenship to one of those robots. Saudi-Arabien hat vor kurzem so einem Roboter das Bürgerrecht verliehen. This robot has been programmed to look and sound like a female. Dieser Roboter ist so programmiert und klingt so wie eine Frau. And the programming in the language department was quite good. Und die Programmierung in der Sprachabteilung war ziemlich gut. But if you meet this robot Aber wenn man diesen Roboter trifft and she gives you a hug und sie eine Umarmung gibt and she says, I love you, und sie sagt, ich liebe dich, I think I should say it says, oder also man sagt, es sagt, will you feel loved? würdest du dich geliebt fühlen? I don't think so. Ich glaube nicht. I think you know when it gives you a hug that it's just following its programming. Ich glaube, du weißt, dass wenn es dir eine Umarmung gibt, es nur seiner Programmierung folgt. You can't really have love without freedom. Man kann nicht wirklich Liebe ohne Freiheit haben. And you can't have trust where you have fear. Und man kann kein Vertrauen haben, wo es Furcht gibt. So if God overwhelmed us with too much evidence, Wenn Gott uns mit zu viel Beweisen überwältigen würde, so that you'd have to be really stupid to not believe him, wenn man also wirklich töricht sein müsste, ihm nicht zu glauben, then we would obey him out of fear. dann würden wir ihm aus
Furcht glauben. Our fear of being punished would overwhelm our ability to develop love and trust. Also wir würden ihm aus Furcht gehorsam sein und unsere Angst vor der Strafe würde sehr viel stärker sein als unsere Liebe. I'm trying to explain to you Ich möchte erklären damit, why God doesn't give proof. warum Gott keine unwiderlegbaren Beweise gibt. It would make it difficult for you to exercise trust. Es wäre dann sehr schwierig, ihm vertrauen zu können. But suppose you come to me Aber nehmen wir an, du kommst zu mir and you have a new objection against the Bible I've never seen before. und du hast einen neuen Einwand gegen die Bibel, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Suppose when I see it, Nehmen wir an, ich sehe diesen I don't know the answer. und ich kenne die Antwort nicht. Should I just abandon my belief in the Bible? Sollte ich deswegen jetzt sofort meinen Glauben an die Bibel aufgeben? Should I say I demand proof? Sollte ich jetzt sagen, oh, ich brauche aber jetzt einen unwiderlegbaren Beweis? If there's no resolution to this problem, Wenn es für dieses Problem keine Lösung gibt, I won't believe. dann werde ich nicht mehr glauben. I say no. Ich sage nein. No, when you bring me that problem, Wenn also dieses Problem zu mir kommt, in my mind, I have this much evidence in favor of my belief system. dann habe ich in meinem Kopf so viel Beweise schon für mein Glaubenssystem, My answers to prayer, meine Antworten, die ich erhalten habe auf Gebet, the miracles God has worked for me and inside of me, die Wunder, die Gott für mich und in mir getan hat, the evidence I find in Scripture. die Beweise, die ich in der Schrift gefunden habe. I have so many reasons to believe. Ich habe so viele Gründe zu glauben. And now you bring to me a new evidence that perplexes me. Und jetzt bringst du mir ein neues Beweisstück, das mich verwirrt. Is it evidence to throw away my wealth because of this new coin? Ist das jetzt ein Beweis, dass ich meinen ganzen Reichtum wegwerfen muss wegen dieser neuen Münze? No. Nein. The rational approach Der rationale Ansatz wäre, is to say, friend, I don't understand the answer. zu sagen, Herr, Freund, ich kenne die Antwort nicht. I have many rational reasons why I still believe. Ich habe viele rationale Gründe, warum ich noch glaube. And I can't throw them all away in favor of this perplexing question. Und ich kann sie nicht alle wegwerfen, nur wegen dieser einen verwirrenden Frage. On this issue, we need to be careful how we relate to scholars. An dieser Stelle müssen wir einfach sorgsam sein und vorsichtig sein, wie man mit Gelehrten umgeht. We live in an age of misinformation. Wir leben in einem Zeitalter der Missinformation. When you receive a forward in social media, like a forwarded Also message, wenn ihr eine Weiterleitung in sozialen Medien erhaltet and at the end it says, forward this to all your friends. und es heißt dann am Ende, leite das an alle deine Freunde weiter. Have you been amazed at how people fall for the gimmicks in those kind of emails Seid or ihr auch messages? euch gewundert, wie Menschen einfach darauf reinfallen, auf diese Botschaften? Or maybe you're the one who forwards them. Vielleicht bist du auch jemand, der das dann immer weiterleitet. Let me just speak to you for a minute. Ich möchte nur eine Minute zu dir darüber sprechen. If this document is trying to warn the world about some danger, Wenn dieses Dokument die Welt warnen möchte vor irgendeiner Gefahr and it says forward it to all your friends, und es sagt dann, leite es an alle deine Freunde weiter, I promise you it's not true. dann verspreche ich dir, es ist nicht wahr. Serious people don't warn the world with internet forwards. Wirklich ernsthafte Menschen warnen die Welt nicht dadurch, dass sie Weiterleitungen in sozialen Medien posten. Maybe I can't change your habit about this, Vielleicht kann ich deine Gewohnheit diesbezüglich nicht ändern. but I want to discuss with you how people reason in a way that's not reasonable. Ich möchte darüber sprechen, wie Menschen denken, auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht besonders sinnvoll ist. This is done a lot in academia. Das wird viel in der akademischen Welt getan. A man will write, Ein Mann schreibt, the authorities on this topic think such and such. er sagt, die Autoritäten auf diesem Thema denken so und so. But there are other authorities that think differently. Und die anderen Autoritäten denken aber so, anders. I've looked at both views. Ich habe beide Sichten mir angeschaut, I've considered them. ich habe sie betrachtet And I conclude that this is the truth. und deswegen bin ich jetzt zum Schlussfolgerung gekommen, dass das die Wahrheit ist. You could call this the well-informed judge trick. Man könnte diesen Trick den Ich bin gut informiert Trick nennen. Do you see what I've just said? Habt ihr gesehen, was ich gerade gesagt I've habe? just said that I am more qualified to answer than any of the authorities that I read. Dieser Trick besagt, ich habe eine höhere Autorität, eine höhere Kompetenz, darauf zu antworten, als all die Autoritäten, die ich gelesen habe. Since I have read all of them, Weil ich sie alle gelesen habe, I am the most informed. bin ich der am besten Informierte. That's a trick. Das ist ein Trick.
Some of these authorities might have invested 30 years of their life studying this topic. Einige dieser Autoritäten haben vielleicht 30 Jahre investiert, um dieses Thema zu And studieren. maybe I invested only about 3 days to get a grip of what they all think. Vielleicht habe ich nur 3 Tage investiert, um ungefähr zu verstehen, was sie alle glauben. But you know, people talk like that all the time, Aber wisst ihr, dass Menschen die ganze Zeit so reden? especially religious leaders. Vor allem religiöse Leiter. They might say, Sie sagen vielleicht, I have my degree in theology. ich habe einen Abschluss in Theologie. You have no right to disagree with me. Du hast kein Recht, mit mir nicht einer Meinung zu sein. I know Hebrew. Ich kenne Hebräisch. I know Greek. Ich habe Griechisch studiert. That was an illustration. Das war jetzt eine Illustration. I don't really know Hebrew, Ich kenne Hebräisch nicht wirklich. and I'm quite weak in my Greek. Und mein Griechisch ist etwas schwach. I studied Hebrew and Greek. Ich habe Hebräisch und Griechisch studiert. I learned it. Ich habe es gelernt. I forgot it. Ich habe es vergessen. That ever happened to you? Ist das euch schon mal passiert? But suppose that I still knew it. Aber nehmen wir an, ich wüsste es noch immer alles. Would that mean that what I say ought to be trusted? Heißt das jetzt automatisch, dass was ich sage auch vertrauenswürdig ist? Of course not. Natürlich nicht. You can't read my heart. Denn du kannst ja mein Herz nicht And if you lesen. can't read my heart, Und wenn du mein Herz nicht lesen you kannst, don't know if God is teaching me or not. dann weißt du gar nicht, ob Gott mich lehrt You oder don't nicht. know how humble I am. Du weißt nicht, wie demütig ich You bin. don't know how willing I am to obey what God says. Du weißt auch nicht, wie bereit ich bin, dem zu folgen, was Gott sagt. It could be that I'm just a stubborn old man. Es könnte sein, dass ich nur ein ganz widerspenstiger alter Mensch bin. So what are some of the common mistakes that simple people make in their own homes when it comes to Bible study? Was sind einige der gewöhnlichen Fehler, die normale Menschen machen, wenn sie zu Hause die Bibel studieren? I can think of 3 common ones. Da fallen mir vor allem 3 ganz häufige ein. One is to be too certain of your conclusions. Eine ist, dass man sich seiner Schlussfolgerung zu sicher ist. I mean, when I look in the Bible, Also wenn ich in die Bibel schaue, and I do this every day, und das tue ich jeden Tag, I find something new. da finde ich etwas Neues. This morning I learned things. Heute Morgen habe ich etwas gelernt. Tomorrow I'll learn things. Morgen werde ich wieder was Neues lernen. But when I learn something that is different than what I thought, Aber wenn ich etwas lerne, was anders ist, als ich gedacht habe, I have to be careful what I do with it. dann muss ich sehr sorgsam sein, was ich damit mache. I have to believe it, but hold to it tentatively. Ich muss es glauben, aber erstmal unter Vorbehalt daran festhalten. I need to consider that perhaps I'm misunderstanding. Es kann ja sein, dass ich es möglicherweise falsch verstanden habe. So even though I pray for God to teach me, Obwohl ich darum bete, dass Gott mich lehrt, I keep in mind that I could easily trick myself. muss ich ja mir immer wieder mich daran erinnern, dass ich mich selbst verführen könnte. I'm thinking right now of one of my favorite men in history. Ich denke da gerade an einen meiner absoluten Lieblingspersonen in der Geschichte. His name is John Bunyan. John Bunyan. He wrote Pilgrim's Progress. Er schrieb dieses Buch Pilgrim's Progress. And he wrote some interesting things about the covenants. Das ist die Pilgerreise. Er schrieb einige interessante Dinge über die Bündnisse. I see abundant evidence that God was working through that man. Ich sehe außergewöhnlich viele Beweise, dass Gott durch diesen Mann gewirkt hat. But he also wrote about the seventh-day Sabbath. Aber er schrieb auch über den 7-Tag-Sabbat. I'm a Sabbath keeper. Ich bin ein Sabbathalter. I think I could show you abundant evidence in this book that we ought to keep the 10 Commandments today. Ich glaube, ich könnte genügend Beweise in diesem Buch zeigen, dass wir die 10 Gebote halten sollen. But when Bunyan was in prison Aber als Bunyan im Gefängnis war and he was doing a prison ministry, und er seinen Gefängnisdienst dort eine Mission betrieb im Gefängnis, he watched his converts, how they acted on Saturday. dann hat er seine neuen Bekehrten beobachtet, wie sie am Samstag sich verhielten. It was an experiment. Es war ein Experiment. He was looking to see, would they naturally become Sabbath keepers? Er wollte sehen, ob sie natürlicherweise Sabbathalter würden. Maybe you think that's a ridiculous experiment, Vielleicht denkt er, das ist ein lächerliches but Experiment, this is the way Bunyan was thinking. aber Bunyan hat so gedacht. In the new covenant, God writes his law in the heart. Er hat gesagt, im neuen Bund schreibt doch Gott sein Gesetz in unser Herz. At conversion is when God does the writing. Und wenn man sich bekehrt, dann schreibt doch Gott das Gesetz hinein. And these prisoners have been converted. Diese Gefängnisinsassen sind bekehrt worden. So if the Sabbath is part of God's law, Wenn also der Sabbat noch das Teil des Gesetzes Gottes they ist, should naturally begin keeping it when Saturday comes. dann sollten sie doch natürlicherweise den Samstag halten, wenn er ankommt. So he watched. Also hat er beobachtet. And you know, they didn't keep it. Und wisst ihr, sie haben den Sabbat nicht They never gehalten. even heard of it. Sie haben nicht mal davon They gehört. had no idea he was watching. Sie hat noch keine Idee, dass sie wussten nicht, dass er sie beobachtet. And so Bunyan made his conclusion. Also hat Bunyan seine Schlussfolgerung He gezogen. wrote about it. Er hat aber geschrieben.
But he was wrong. Aber er lag falsch. He didn't realize Er hat nicht realisiert, that God writes the law incrementally. dass Gott das Gesetz nach und nach schreibt. We call that sanctification. Wir nennen das Heiligung. As you learn one of his principles Wenn du eines seiner Prinzipien lernst and you submit to it, und du dich dem unterordnest, that principle is written into your character. dann wird dieses Prinzip in deinen Charakter geschrieben. It's done over time. Das geht über Zeit. So if Bunyan had taught those prisoners about the Sabbath Wenn also Bunyan diesen Gefängnisinsassen den Sabbat erklärt hätte and they had submitted to the truth, und sie dieser Wahrheit sich untergeordnet hätten, then of course when Saturday came, they would have given evidence of keeping it. dann hätten sie auch am Samstag Beweise gegeben, dass sie ihn halten. What I'm trying to say Was ich sagen möchte ist, beware that you don't put too much confidence in your studied conclusions. sei sorgfältig, dass du dich nicht zu sehr darauf stützt, was du selbst herausgefunden hast. Frequently, people come to false ideas and then defend them to their dying day. Ganz oft kommen Menschen zu falschen Ideen und verteidigen sie dann bis zu ihrem Tod. There's some other idea related to Es this. gibt noch eine andere Idee, die damit zusammenhängt. If you find a new duty, Wenn du eine neue Pflicht entdeckst, something the church ought to be doing, etwas, was die Gemeinde tun sollte, before you begin to proclaim it everywhere, bevor du es überall verkündigst, find some people who you know are faithfully seeking for God's will. von denen du weißt, dass sie wirklich treu den Willen Gottes suchen. Find people who seem to have already come to a good understanding of the Bible. Menschen, von denen du weißt, dass sie schon ein ziemlich gutes Verständnis der Bibel haben. People who are practical Christians. Menschen, die auch echte praktische Christen sind. Christians inside their home. Christen, die zu Hause Christen sind. And bounce your idea off 4 or 5 of those people. Und stelle deine Idee 4 oder 5 solchen Menschen vor. This is the reason. Der Grund ist, God wants us to be like a network of believers. Gott möchte nämlich, dass wir ein Netzwerk von Gläubigen sind. So he teaches me something for you, Also er lehrt mich etwas für euch and he teaches you something for me. und er lehrt auch dich etwas für mich. We both need it. Wir beide brauchen es. I need what you have and you need what I have. Ich brauche, was du hast und du brauchst, was ich habe. So when we share like that, Wenn wir also so uns austauschen, it makes things difficult for Satan. dann wird es für den Satan sehr schwierig. You see, Satan knows me. Denn Satan kennt mich, wisst He ihr? knows my particular weaknesses, Er kennt meine besonderen Schwachheiten, the odd experiences I've had. die seltsamen Erfahrungen, die ich gehabt habe. He's watched the expression on my face when I hear certain ideas. Er hat meinen Gesichtsausdruck beobachtet, wenn ich bestimmte Ideen And gehört so habe. you could imagine him handcrafting a false idea that will just match me. Ihr könnt also euch vorstellen, wie er ganz besonders für mich so eine falsche Idee zusammenstellt, die genau auf mich passt. While he sees me reading the Bible, Während er sieht, wie ich die Bibel lese, he might suggest this idea, mag er vielleicht diese Idee mir vorschlagen. and I see it. Und ich sehe sie, It matches me, weil es mir entgegenkommt, my experience, my weaknesses. weil es meinen Schwachheiten, meinen Erfahrungen entgegenkommt. I'm excited about it, Ich bin ganz begeistert von ihr, but it doesn't match you. aber sie hat nicht wirklich viel mit dir zu And tun. when I share with you my discovery, Und wenn ich dir meine Entdeckung mitteile, it's easy for you to see the fallacy in the reasoning. dann kannst du doch leicht die Falschheit in der Logik sehen. What I'm trying to say Was ich damit is sagen möchte don't ist, be overly independent. sei nicht übermäßig unabhängig. In our first lecture, In unserer ersten we Lektion, said don't be like the baby, in unserem ersten Teil haben wir gesagt, seid nicht wie das Baby. completely dependent on another person. Sei nicht völlig abhängig von anderen Menschen. Well, that's true. Das ist wahr. You should go to God and study for Du yourself. solltest selbst studieren und zu Gott gehen. But there's another truth. Aber es gibt eine andere Wahrheit. You're part of a family. Du bist Teil einer Familie. And though you don't depend on someone completely like a baby does, Und obwohl du nicht völlig abhängig bist von jemandem wie ein Baby, we can depend on each other as a family. können wir doch alle gemeinsam wie eine Familie voneinander We abhängig can sein. share with each other and in that way balance out some of our individual weaknesses. Und wir können alles miteinander austauschen und dadurch unsere eigenen persönlichen Schwächen minimieren. I want to share one more idea. Ich möchte noch eine Idee euch mitteilen. Don't have a love for the new and strange. Habe keine Liebe für das Neue und Seltsame. This happens especially to young men. Das passiert ganz besonders bei jungen Männern. They want to preach about something, Sie möchten über etwas predigen. and they try to find something new or interesting or exciting. Sie wollen etwas Neues oder Interessantes oder Begeisterndes finden. They don't want to preach the old stuff that everyone already knows. Sie wollen nicht das Alte predigen, was schon alle kennen.
But if you find something new and strange, Aber wenn du etwas Neues und Seltsames findest, it might be because you misunderstand it. dann könnte es sein, dass du es einfach nur missverstanden hast. So instead of looking for what's strange, Also statt nach dem Seltsamen zu suchen, look for what is precious. schau lieber nach dem Kostbaren. Look for what calls you to holiness. Suche nach dem, was wirklich Heiligkeit Look fördert. for what encourages you. Schau nach dem, was dich ermutigt. Look for the character of Jesus. Schau nach dem Charakter Jesu. But don't have a desire to show how smart you are with the Bible. Aber habe nicht dieses Verlangen, einfach nur zu zeigen, wie klug du bist in der Bibel. That desire to look smart really has put a lot of false ideas into the church. Dieses Verlangen, wirklich als klug zu erscheinen, hat sehr viele falsche Ideen in die Gemeinde gebracht. So what have I said in this part 2? Was habe ich in diesem Teil 2 gesagt? This is a good book. Das hier ist ein gutes Buch. You can find the truth here. Man kann hier die die Wahrheit finden. But don't forget there's a devil. Aber vergesst nicht, es gibt einen Teufel. He has some common tricks that he uses. Er hat einige ganz geläufige Tricks, die er gebraucht. He tries to use association. Er gebraucht Assoziation. So instead of judging the Bible by what it says, Anstatt die Bibel nach dem zu beurteilen, was sie sagt, we judge ideas by the character of the teachers. stattdessen beurteilen wir leider die Ideen anhand des Charakters des Lehrers. If a godly man is teaching, Wenn es ein gottesfürchtiger Mann lehrt, we conclude his ideas are true. dann schlussfolgern wir, dass seine Ideen wahr sind. If an angry man is teaching, Wenn ein ärgerlicher Mensch, ein zorniger Mensch es we lehrt, conclude his ideas are false. dann schlussfolgern wir, seine Ideen sind falsch. But those aren't reasonable conclusions. Aber das sind keine wirklich sinnvollen Many Schlussfolgerungen. godly men are confused, Sehr viele gottesfürchtige Männer sind auch verwirrt. and many evil men say true things. Und sehr viele böse Menschen sagen wahre We Dinge. just can't use men to determine what is true. Wir können einfach Menschen nicht als Maßstab nehmen, was wahr ist. We can't just position ourselves by balancing between the left or the right. Wir können unsere Position auch nicht dadurch einfach finden, dass wir uns genau in der Mitte zwischen links und rechts, den Extremen, befinden. We shouldn't assume that people who have high standards have them because they're just naturally inclined that way. Wir sollten auch nicht annehmen, dass Leute, die hohe Standards haben, die einfach nur deswegen haben, weil es ihnen natürlicherweise zufällt. But let's give the glory to God's word, which changes people's lives in a real way. Lasst uns dem Wort Gottes die Ehre geben, das wirklich das Leben von Menschen verändert. And what if we find someone who has examined all the authoritative documents? Und was ist, wenn wir jemanden finden, der alle autoritativen Dokumente untersucht hat? Does that mean we can trust their conclusion? Können wir deswegen seiner Schlussfolgerung automatisch vertrauen? Not really. Nicht wirklich. You can trust their integrity, Man kann ihrer Integrität vertrauen, but you can't trust them personally. aber du kannst ihnen nicht persönlich vertrauen. What this means Was das bedeutet is that only the Bible itself is a reliable source for us. ist, dass nur die Bibel selbst eine wirklich vertrauenswürdige Quelle der Wahrheit für uns We're ist. going to have to give our hearts to God, Wir müssen Gott unsere Herzen geben, discipline ourselves to find His truth, uns disziplinieren, seine Wahrheit zu finden be patient enough to take our time to do it, und wirklich geduldig zu sein, diese Arbeit zu tun. take advantage of our community for this reason. Wir sollten unserer Gemeinschaft und auch den Vorteil nutzen, eine Gemeinschaft zu sein. Look for evidence while not demanding proof. Schau nach Beweisen, aber verlange nicht einen unwiderlegbaren Beweis. And if we're careful in these ways, Und wenn wir da sorgfältig sind auf diese Art und Weise, we really frustrate the devil. dann werden wir den Satan wirklich frustrieren. There are many other tricks he might use, Es gibt noch viele andere Tricks, die er vielleicht benutzen but you kann. could boil them all down quite simply. Man kann aber viele von ihnen sehr schnell runterbrechen. He tries to get you to unite some other authority or source with this book. Eigentlich versucht er immer wieder, dass wir irgendeine andere Quelle von Autorität mit diesem Buch assoziieren. And the only wise thing we can do is cut off those alternate sources. Und das einzig Weise, was wir tun können, ist diese alternativen Quellen abschneiden. When the book explains itself, Wenn das Buch sich selbst erklärt, we can find the truth. dann können wir die Wahrheit finden. Let me have a prayer with you. Ich möchte noch mit euch beten. Our Father in heaven, Unser Vater im Himmel, I ask that you would be our helper, ich bitte, dass du unsere Hilfe bist, that you would save us from the deceptions that the devil brings our way. dass du uns vor den Verführungen bewahrst, die der Teufel bringt. Guide us by your Spirit into all truth. Führe uns durch den Geist in alle Wahrheit. I ask in the name of Das Jesus. bitte ich im Namen Jesu. Amen. Amen.